So, ihr Lieben, wir schauen in die finanzielle Qualität für das Kollektiv im Jetzt. Machen wir mit einer Neunerlegung. Was sollen wir jetzt für die Finanzen oder bezüglich der Finanzen wissen? Ja, sei klug, mach einen klugen Zug, guck genau hin. Vielleicht ist auch irgendetwas nicht stimmig im Moment. Eine Energie, die sich nicht auszahlt, also eine Energie, die du investierst, aber die nicht zurückkommt. Wir haben mit der Sonne und den Finanzen natürlich die Fülle pur. Hier soll sich etwas weiterentwickeln, aber anscheinend läuft hier was in die falsche Richtung. Wir spüren das auch in irgendwelchen Lebensbereichen, zeigt uns das Thema Finanzen jetzt schon auf, wie es weitergeht. Die Intuition ist auch wichtig bei all dem, was man so, naja, ich würde sagen, was man ausgibt oder wo man tatsächlich sein Herzblut reinsteckt. Das bedeutet hier natürlich, man hat Herzenswünsche, man macht irgendetwas, das macht man für Geld und möglicherweise wäre es gut, man würde es auch noch mit dem Herzen tun. Das geht leider nicht immer. Manchmal muss man auch einfach Dinge tun. Im Moment liegen die Finanzen hier als Thema Blockade, als energiezehrend. Es gibt Hindernisse. Und es ist am Ende sehr viel gebende Energie dabei. Ne? Man gibt irgendwo rein, man investiert in eine Sache und stößt trotzdem auf Hindernisse. Wir haben hier unten so eine Art Labyrinth. Ne? Das heißt, wir bewegen uns hier auf und ab, hin und her und finden irgendwie die Lösung nicht. Manchmal denkt man auch, die Intuition führt einen in eine falsche Richtung. Sei hier auch klug, in was oder wen du investierst. Möglicherweise ist es auch eine partnerschaftliche Situation, wo man gemeinsam irgendwie Gelder generieren muss und auch gemeinsam nicht weiterkommt, weil das Gegenüber vielleicht auch Hindernisse hat. Kann durchaus sein, weil wir haben das Gegenüber dabei, dass es hier auch um die beruflich-finanzielle Situation deines Gegenübers geht. Und man hat hier unten so das Gefühl, egal was man investiert, es kommt nichts dabei rum. Ne? Herzenswünsche können irgendwie nicht richtig erfüllt werden und man hinterfragt das ganze Finanzsystem natürlich auch berechtigterweise. Wir gucken mal, ob wir noch was Besseres dazu kriegen. Wir haben den Eremiten und die Intuition. Hier muss man sich klären. Hier kommen viele Selbsterkenntnisse, möglicherweise, die man auch in Bezug auf Einstellung zum Thema Geld hat. Wo hat man da an sich Blockaden? Wie geht man jetzt im Moment mit Geld um? In was investiert man rein? Der Ratgeber hier ist tatsächlich, dass wir versuchen, mit Intuition Hindernisse zu überwinden. Hier haben wir jetzt noch den Pagen der Erde. Ne? Gute Nachrichten in finanziellen Dingen. Etwas beginnt neu, etwas, das mit Lernen auch zu tun hat, eventuell. Es kann sein, dass eine andere Tätigkeit auf den einen oder anderen wartet, die so einen gewissen Anspruch auch mitbringt.
Ja, und die Karte passt eigentlich 1a zu dem gelegten Blatt hier, denn hier geht es wirklich darum, dass man eine neue Interesse, eine neue Leidenschaft entdeckt. Sie kündigt sich hier mit dem Pagen der Erde auch an. Und gute Nachricht steht auch kurz bevor. Das heißt, wir würden hier aus diesem Labyrinth auch rauskommen. Hier haben wir die Brücke dazu. Es geht ein bisschen darum, optimistisch zu sein, dennoch realistisch. Und auch genau zu überlegen, was überhaupt erreicht werden kann und wie. Es geht auch ein bisschen Geduld und es geht darum zu recherchieren, ne? Wissen anzusammeln. Sich Wissen einholen, das man braucht, um diesen Berg, dieses Ding hier zu überwinden. Gott sei Dank habe ich die Karte hier noch gezogen. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Wenn ihr euch hier die Reihe anguckt, ne, die Spiegelung, ist es tatsächlich so, dass man etwas findet, ein Herzensprojekt, etwas, in das man reinschöpft oder gibt und wo dann auch die gute Qualität rausgibt. Das kann mit Unterwegssein hier verbunden sein oder auch mit dem eventuell Ausland. Ich sage euch einfach alle Dinge, ja, oder mit einer Expansion an sich. Was raten uns die Engel dazu? Es geht einfach auch mal darum, sich auszuruhen, auszuspannen, sich nicht ständig zu drehen um den finanziellen Aspekt. Und es geht auch darum, sich an sich nicht zu verausgaben mit dem Ganzen. Das Labyrinth ist für mich auch immer so eine Sache. Es macht keinen Sinn, weiter zu laufen, denn wenn du nicht stehen bleibst und dich klärst, kommst du nie an den Punkt des Schlupfloches. Hier ist so eine, wir haben ja hier auch die geblockte Energie oder Lebenskraft, dass man so auch müde wird dem ganzen Thema und dass man die Selbstsorge nicht vergessen soll. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal die Bestätigung von der Intuition. Man soll hier tatsächlich handeln, denn man ist in Kontakt mit sich selber. Man kann auf das Bauchgefühl vertrauen und man sollte sich auch auf liebevolle Weise behaupten. Moment. Was sagen die Antworten der Engel noch dazu? Ja, es liegt an uns, an unserer Einstellung, an dem, was wir geben wollen und nicht, an unserer Wertschätzung uns selbst gegenüber auch. Wir haben hier die Wahl, wenn es an uns liegt, sind wir nicht handlungsunfähig. Aber ich glaube, wir müssen einen Moment stehen bleiben und uns klären. Ja, da haben wir noch keinen Grund zur Sorge. Die Genesung dieser Situation ist hier in Sicht. Die Sonne ist gefallen, das überstrahlt dann sowieso das ganze Blatt und denkt ja auch an das gesunde Gleichgewicht zwischen Arbeiten, Ruhen und auch Vergnügen. Die Zeit spielt ja auch eine Rolle, ne? Die Zeit auch, die wir im Außen haben. Und es geht eben auch darum, intuitiv vielleicht Richtungen zu suchen, erstmal im Innen, ne? Und um sich nicht noch mehr zu zerstreuen in diesem ganzen Wirrwarr. Und dann geklärt zu handeln. Die Intuition weist dir hier den Weg. Hier sind auch viele Selbstzweifel, weil man vielleicht in der Vergangenheit schon sehr viel investiert und gegeben hat und man kam trotzdem nicht über diese Hürde drüber. Aber hier zeigt sich tatsächlich ein Herzensprojekt, irgendetwas, wo man tatsächlich mit vollem Herzen hier sich weiter bewegt und seinen Ansprüchen auch gerecht werden kann, würde ich es jetzt mal nennen. Ja,
Das passt hier sehr gut. Wir haben die Energie Erde dabei. Wir haben gerade eine Phase von einer Phase zur anderen, also ein Übergang aus dem Labyrinth in die Beweglichkeit rein. Und Übergangsphasen sind manchmal ein bisschen anstrengend, weil der eine Boden, der wackelt schon und den anderen kannst du noch nicht erreichen, aber hier kommt sie dann, die Brücke, ne, die dir einen Übergang auch bequem ermöglicht. Okay, ihr Lieben, das war die Botschaft zu den Finanzen fürs Kollektiv. Jetzt, das ist eine Inspiration. Ich drücke euch und bis bald. Okay, wir schauen in das Thema Arbeit. Ich nehme die Seherkarten dafür. Da haben wir mal eine andere Bildsprache. Ich suche gerade die Arbeitskarte heraus. Wie immer liegt die ziemlich weit hinten, wenn ich suche. Und jetzt schauen wir mal, was das Thema Beruf und Berufung im Jetzt fürs Kollektiv als Inspiration zur Verfügung stellt. Welche Energie. Ja, man kriegt ja nichts geschenkt, würde ich als erstes mal sagen. Wir warten vielleicht auch, dass unsere Arbeit uns etwas bringt, das als Geschenk dient. Die Situation braucht so eine gewisse Genesung, würde ich mal sagen. Wir haben hier auch die Berufe dabei mit dem Thema Gesundheit, Heilung, alles Mögliche, was das ganze Umfeld hier betrifft, dieser Ebene eben. Klar, da hat es noch Plätze frei, nur sind die Bedingungen jetzt mittlerweile so schlimm. Oder das, was ich gehört habe von Menschen, die jetzt zum Beispiel im Moment in einem Krankenhaus sind, dass es jetzt wirklich so langsam nicht mehr witzig ist. Es war noch nie witzig, aber es wird immer schlimmer. Und wir haben hier vielleicht die Möglichkeit, aus etwas, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, etwas Neues zu produzieren. Also uns begegnet die Vergangenheit irgendwie nochmal auf heilsame Art und Weise im beruflichen Bereich. Das kann eine Erkenntnis sein. Es kann auch eine Person sein, die wir wieder treffen, die uns hier irgendwie was zu berichten hat, was uns persönlich sehr dienlich ist. Wir haben eben jetzt hier die Arbeit mit dem Brief, mit der Nachricht, mit der Korrespondenz. Kann natürlich hier für die Selbstständigen sein, dass hier Aufträge liegen. Ich habe hier mit der Schatzkarte aber tatsächlich auch, dass man versucht, Wege zu finden, Ziele zu erreichen. Schritt für Schritt in eine Richtung zu gehen. Peu à peu irgendwie sich etwas aufzubauen oder Wenden herbeizuführen. Das gilt natürlich nicht für die, die keine Frage im Beruf haben. Wir haben hier Umwege für uns, ne? Also es ist nicht aussichtslos, es stellt sich hier nichts komplett vor den Ausgang sozusagen, sondern wir haben nur einen anderen Weg, eine andere Chance, die hier liegt. Vielleicht auch eine Kurskorrektur. Ich sage euch gleich mehr. Für einige geht es vielleicht auch darum, wir haben mit dem Lagerfeuer hier natürlich auch die Familienkarte. Das Wohlfühlen mit den ganzen Themen am Bereich der Arbeit, vielleicht auch wieder mit einem Wohlgefühl sein täglich Brot zu generieren. Und für die Zukunft haben wir so, dass sich es zeigt, wo der Weg falsch ist, wo man
festhängt sozusagen. Und es wird auch aufgezeigt, wo man sich auf dünnem Eis bewegt. Mit der Unratskiste habe ich hier so dieses Ding auch, dass man aussortiert, ja, dass man bemerkt, wo mehr Schein als Sein ist. Viele haben vielleicht auch das Bedürfnis, sich mal rauszunehmen oder vielleicht auch das Gefühl festzustecken, Arbeit, Familie, alles unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen tiefsinniger, als ich mir es gewünscht hätte, denn es hat sehr viele Themen drin. Im Prinzip ist es so, dass du mit dir selber dich klärst, auch wo du vielleicht so feststeckst, ne? Wo du denkst, okay, ich mache und mache und mache, aber es befriedigt mich nicht. Wir haben ja hier das Wohlfühlen oder ich investiere und investiere und investiere und dann kommt kein Geschenk für mich raus. Die Mühe einer Arbeit wird nicht gesehen. Und dann haben wir zugleich hier den Umweg drin und den annehmenden Teil, der hier in das Schlupfloch guckt. Also ich glaube, hier geht sehr viel über die Erkenntnis, dass man irgendwo stecken geblieben ist und dass das nicht wirklich so die Situation ist, bei der man guten Grund oder guten Boden hat. Und das kann natürlich auch die Leute betreffen, die hier jetzt zum Beispiel dann in Rente gehen oder an diesem Übergang stehen, in die Rente zu gehen, ne? Dass sich hier was generiert, das einfach ermöglicht, auch in Würde zu altern. Und mit der Abkürzung hier eben sollen wir uns empfänglich einstellen für irgendein Schlupfloch, das sich uns auftut, was natürlich mit anderen Wegen verbunden ist. Ich habe das Gefühl hier außerdem, dass wir irgendwelche Personen wieder treffen oder überhaupt treffen, die uns irgendwie inspirieren, die uns irgendwas mitbringen, das uns hilft, für die Zukunft einen friedlicheren Weg auch zu finden. Wir haben hier die Harmonie und den heimischen Herd und das Wohlfühlen mit den Themen der Arbeit. Und hier haben die Antworten der Engel noch eine friedliche Lösung für uns. Wir sollen nicht aufgeben, auch wenn wir vielleicht im Moment nicht so richtig sehen, wo die Reise hingeht. Wir kriegen hier mit der Schatzkarte ja einen Weg aufgezeigt, einen Weg, wo man auch Dinge verändert, andere Wege mit einbezieht. Und das Nicht-Aufgeben ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis für diese Situation. Denn manchmal hat man ja das Gefühl, wirklich, man ist so wie festgeklebt. Man muss einfach weitermachen, weil einem im Moment nichts anderes einfällt. Die Abkürzung in das Schlupfloch ist hier tatsächlich zu sehen. Wenn wir auch so ein bisschen mehr wieder versuchen anzunehmen oder zu gucken, wo will ich noch was empfangen. Wir haben die 2 der Erde dabei, ne? Da kann schon sein, das wird einem alles ein bisschen viel oder man weiß irgendwie, dass man eine Entscheidung treffen darf oder einen Weg finden kann. Aber man ist zu verbohrt, zu verbissen. Und es geht hier um den spielerischen Ansatz für die Lösung. Das hört sich jetzt blöd an, denn Arbeit ist ein ernstes Thema. Aber mit spielerisch ist ja einfach gemeint, dass wir auch versuchen, das Ganze leicht zu sehen oder uns auch nicht dran zu verausgaben. Ja, ja. Und hier kommt sie dann, die Fülle, ne? Hier sind die Pläne langfristig, ne? Das ist nichts, was man so kurz vor den Zaun bricht. Man muss vielleicht auch mal innehalten und aussortieren und überlegen, auch wo etwas mehr Schein hat als Sein und dann nachher mit Null rauskommt. Und mit der Fülle hast du hier aber auch die Geduld, die man braucht, weil das, was man hier macht, ja auch gibt nicht auf, ne? Fordert dich vielleicht schon so ein bisschen und auch schon länger.
Aber das soll auf Langfristigkeit gepaart sein oder geplant sein. Und genau das ist der Punkt, wo man auch manchmal nur schrittweise vorankommt. Okay, wir gucken mal, das sind jetzt nur Inspirationen, das kann nicht für jeden treffen. Das sind so Arbeitsimpulse dabei bei diesen Karten, was die Karten hier mitgeben. Es geht um Kommunikation, ja, um die rhetorischen Gaben. Wir bekommen ja auch Unterstützung, das heißt, wir arbeiten uns darauf hin, dass die Lebensaufgabe uns auch versorgt. Meistens ist es ja so oder oft ist es so, dass viele Leute verschiedene Gaben haben. Ich denke gerade so an Bernd, ne, mit der Musik sich durchzuschlauchen über Jahre, so dass es dir immer gerade reicht, ist natürlich anstrengend, aber im Prinzip ist es auch etwas, wo du immer machen kannst, was du kannst und was du gern machst, wo du aber im Leben oft geprüft wirst und denkst, meine Lebensaufgabe versorgt mich eben nicht, ja. Okay, jetzt haben wir hier Yoga, also alles, was im Bereich der körperlichen Bewegung oder auch mit Fitness zu tun hat, verbessert hier die Lebensqualität. Kann natürlich auch sein, dass man irgendwie, wir haben ja hier den Schamanen dabei, auch das System mal wieder ganz runden muss, dass alle Chakren wieder klar und befüllt sind und leuchten. Vielleicht auch an sich beweglich sein, in unsere Thematiken mit ansetzen. Und hier habt ihr den Leuchtturm, ne? Hier ist ein Engel drauf und hier kommt tatsächlich für einige von uns, dass sie sich überlegen, wo sie eben hin können. Hier wird es als Beginn einer neuen Karriere, die man ersehnt und verdient hat, genannt. Und es geht darum, Freude und Fülle zusammenzubringen. Okay, spannend. Guckt mal, hier haben wir den Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg. Elemente sind hier drauf Feuer und natürlich auch die Sternzeichen des Elementes Feuer. Und hier sind auch noch die Waagen speziell, also Ausgleich, ne? Balance. Unten am Deck haben wir noch das Erden und auch die Erde als Element dabei, also auch diese Sternzeichen. Wunderbar, ihr Lieben. Wir lassen das mal als Inspiration so stehen. Ich drücke euch bis bald. Ja, kommen wir zur Legung für die Liebe. Liebe, Beziehung, Partnerschaft. Und ich lege mal das Herz in die Mitte, wenn ich es denn heute noch finde. Und wir schauen mal. Kollektive Legung, Inspiration für uns. Kann natürlich nicht bei allen zutreffen. Manche haben ja auch gar keine Frage in der Liebe. Aber für die, die welche haben oder die gerade ein Thema damit haben, zeigen sich hier vielleicht diverse Hindernisse. Möglicherweise auch Blockaden, die man auf der Herzebene so hat. Man hat hier so seine Träume, Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen. Man wünscht sich vielleicht auch ab und an mal irgendwie weiterzukommen. Die Familienthemen nehmen hier irgendeinen Einlauf. Oh Gott, Leute. Einfluss natürlich. Was wir hier schon haben, sind mega viele Themen bei der Liebe. Ich habe so dieses
unverbindliche Dasein, ne? Das sind so die Affären mit Herz oder wo einfach dieser richtige Grund fehlt oder wo vielleicht auch noch andere Partner da sind. Dann habe ich die Seelengefährten-Thematiken drin oder die ganz speziellen Beziehungen. Ich habe ja über das Seelengefährten-Dasein eine eigene Meinung. Für mich sind alle Menschen irgendwo Seelengefährten, die in meinem Umfeld sind. Die einen geben mir einen Mehrwert, die anderen eine Lektion. Ne? Und hier geht es aber um jemand Spezielles, mit dem du dich sehr verbunden fühlst. Es kann ein Partner sein, ein Wunschpartner, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Thema, gemeinsame familiäre Geschichten. Mag auch jemand sein, der dich in der Vergangenheit an sich sehr angezogen hat, obwohl ihr vielleicht grundunterschiedliche Typen wart oder das nicht deinem, wie nennt man das, Format entsprach oder deiner Vorstellung. Also jemand gänzlich anderes, der dich dann doch überzeugt hat. Und hier geht es um die Seele. Ja? Es geht darum, dass die Seele ihre Erfüllung möchte. Die Seele möchte auch ihren Frieden. Hier möchte man in Harmonie sein, nicht im Kampf oder im Hindernis oder gegeneinander. Möglicherweise hat man auch so einen Partner, der das dann immer wieder forciert, dass man statt Ruhe Konflikt hat. Möglicherweise hat man das auch nur selbst. Das ist bei jedem unterschiedlich. Es möchten hier auch neue Wege gegangen werden oder andere Optionen an Bord geholt werden, bei denen du dann für dich weiterkommst. Ne? Also es geht darum, diesen Berg, der hier liegt, gleich zu Anfang, in einer anderen Art und Weise zu umgehen, wie man es bisher getan hat. Eine neue Möglichkeit zu nutzen. Für einen oder anderen stehen hier vielleicht auch Entscheidungen an in der Liebe, im Beziehungsleben. Wenn du Single bist, hast du hier gute Möglichkeiten, dass sich jemand hier auf dich zubewegt oder auf deinen Weg mitbegibt im Jetzt. Was hier speziell ist, dass es wirklich jemand sein kann, der nicht deinem Beuteschema entspricht, der aber irgendetwas an sich hat, das dir sehr imponiert. Das kann auch so ein gewisser Teil von dir sein, den du dir wünschst. Ja? Das übersieht man nicht, das spürt man definitiv. Ja? Möglicherweise gibt es hier diese Problematik, dass man immer wieder im Unklaren steht, dass man sich viele Gedanken macht, dass die Situation oftmals auch so wie im Nebel wahrgenommen wird. Und es geht darum, hier einen Weg draus zu finden, der sehr viel Klarheit mit sich bringt, damit man eine Option nutzen kann. Hier das Endergebnis ist eine Veränderung. Hier möchte auch wieder mehr Leidenschaft rein. Ja, es möchte anstatt Stagnation die Leidenschaft Einzug nehmen. Ich sehe hier auch Umbrüche im Bereich Liebe und Partnerschaft. Da kann sein, für manche sogar, dass sie sich tatsächlich nochmal für jemand aus der Vergangenheit entscheiden oder dass jemand aus der Vergangenheit nochmal auf sie zurückkommt. Was derjenige dann oder was du speziell draus machst, bleibt ja immer bei dir. Ja? Das soll ja niemals so sein, dass dir jemand sagen kann, was du tust, wenn die Vergangenheit bei dir nochmal anklopft. Ich sehe auch das Ende von Stagnation oder Zeiten, in denen man sich nicht vertraut. Was hier auch wichtig ist, dass man in der Liebe seine eigene Größe leben kann. Ne? Also Auge zu Auge, gleichgesinnt. Dass man nicht das Gefühl hat, man steht unter oder hinter dem anderen. Und mit der Veränderung hier haben wir tatsächlich auch, dass wir die Blockaden
die wir so haben, die könnten hier, wir haben hier die Vaterfigur dabei oder Personen aus der Vergangenheit. Es würde hier nochmal Veränderung bringen, wenn man Themen beendet mit der Vergangenheit. Das kann man immer nur peu à peu. Manchmal kommen die Trigger halt eben doch und hier sieht man auch, ich nenne es mal Umbrüche im Familienleben. Das kann die Herkunftsfamilie sein, wo sich dann auch irgendwie speziell wieder Plätze verschieben, ne? Wo das Muster irgendwie einfach anders ist oder wird. Ja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr speziell, denn hier geht es ja darum, Wege zu finden. Wenn man verliebt ist oder liebt, hat man oftmals auch das Zeitthema mit an Bord, ne? Ist die Beziehung kurz, ist die Beziehung lang, lohnt es sich überhaupt zu investieren? Wie groß ist die Anziehungskraft auch auf der körperlichen Ebene? Das wird immer ganz gern unter den Tisch gekehrt, ist aber wichtig, sonst wären wir ja alle Brüder und Schwestern im Geiste. Und es geht darum, tatsächlich, und das finde ich jetzt spannend, denn wir haben ja hier Anfang und Ende mit dem Sarg auch irgendwo die Beendigung einer Situation. Und mit der Königin der Luft geht es tatsächlich darum, realistisch und auch geistreich zu sein und eine objektive Entscheidungsfindung oder Wahlmöglichkeit anzustreben. Denn hier wird einfach alles auch entsorgt, was nicht mehr dienlich ist. Und vielleicht muss man manchmal die Beziehungsdinge auch viel, viel mehr mit Humor nehmen, statt mit dem persönlichen Trigger. Und das Endergebnis haben wir hier mit der 10 des Wassers. Hier wird dafür gesorgt, dass ein Umbruch kommt, der auch dir ein erfülltes und behagliches Leben, emotionale und materielle Fülle bringt oder eben Befriedigung in diesen Bereichen und dass da eben auch eine Basis des Vertrauens ist. Also spannend. Gucken wir hier mal noch rein. Hoppala, es sind mir zu viele. Es kann auch bei manchen hier noch sein, dass sie mit einem Ex-Partner noch Dinge zu klären haben und danach erst die Veränderung kommt. Ja? Dieses, ich mache mich wieder ganz frei, ich bin nicht mehr gehindert. Kommunikation ist hier alles. Wir haben hier das Element Erde. Gespräche führen, über die Dinge reden, ehrlich sein, den anderen nicht im Nebel stehen lassen. Was kriege ich noch? Ja, die Aufmerksamkeit. Das Gefallen. Möglicherweise sind hier auch so, wie soll ich sagen, in der Kommunikation solche Dinge, die man sagt, ich sage lieber nichts, ne? Damit es nicht zu einer Schwierigkeit wird oder zu dem Konflikt. Oder ich habe jetzt auch so das Gefühl, dass es vielleicht jetzt nicht notammer ist, immer irgendwas wieder zum Thema zu machen. Und ich habe hier unten noch Desire, ne? Die Sehnsüchte, die Wünsche. Also das ist schon von den Elementen her sehr erdig, aber wir haben auch Luft dabei, Kommunikation speziell, ne? Intellekt, geistiger Austausch scheint hier wichtig zu sein. Auf was legst du hier auch deinen Fokus, ne? Was möchte genau angeguckt werden? Was ist dir persönlich wichtig? Und rede hier über deine Herzenswünsche und zwar möglichst so, dass sie dir, ja, dass du klar sagen kannst, was du möchtest, ne? Und dass du hier auch bereit bist, zu entsorgen, was dir nicht mehr dienlich ist. Hier möchte eine Leidenschaft gelebt werden und man kann da auch mal wieder den Fokus drauf legen. Dinge, die verloren gegangen sind, auf dem Weg wieder mit an Bord nehmen. Ich gucke mal gerade noch schnell, was hier an
an Themen mitschwingt. Ja, das dachte ich mir schon. Man wird in einer Beziehung oder in Beziehungsthemen oder in Liebesthemen mit der Vergangenheit konfrontiert. Man hat so Erinnerungen. Dann ist man manchmal dabei, auch diese auf die Person im Jetzt zu übertragen. Wir kriegen Zeichen und Unterstützung. Vielleicht auch Zeichen, wo wir Unterstützung herkriegen. Und die Situation ist so, dass wir mittlerweile psychisch wirklich widerstandsfähiger sind und dass die Energie rausgeht, die aufregend ist oder nervend oder auch zehrend. Und hier unten kommen wir noch in eine schöne Balance. Wunderbar, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, eine positive Veränderung. Ich drücke euch bis bald. Okay, dann gucken wir uns mal an, was das Leben uns hier noch zu sagen hat. Das Leben. Und hier fehlen mir Karten. Moment. Hier ist der Rest, hier der Baum. Zu was möchte uns das Leben inspirieren? Das Erschaffen, das Schöpfertum. Eventuell geht es um ein Gegenüber von uns, um Wachstum mit einem Gegenüber. Etwas möchte Fahrt aufnehmen. Ja, die erste Reihe ist schon mal sehr interessant. Das ist, wenn ich es jetzt mal nicht auf die Arbeit beziehe, ist das für mich das klassische Ding, sich wohlfühlen mit einem Gegenüber, Stabilität erfahren mit einem Gegenüber, zusammen was erarbeiten, zusammen an einem Strang ziehen. Das heißt, für mich hier ist auch Zusammenhalt wichtig. Es geht um den gebenden und den nehmenden Teil, mit dem man hier eventuell einen Konflikt hat. Es kann ja sein, dass man denkt, ja, der eine macht zu viel, der andere macht zu wenig. Wow, das ist aber eine klasse Botschaft. Ich habe hier deine Lebensreise, wäre hier die Überschrift. Ne? Was ist wichtig auf deiner Lebensreise? Ich habe hier eigentlich diese Dinge: Arbeit, Beruf, Finanzen, Partnerschaft, Zusammenhalt, gemeinsame Unternehmungen, also dieses Rundum-Ding, was den Alltag eigentlich benötigt oder das Leben eigentlich ausmacht. Und wenn wir den Baum jetzt einfach als längerfristige Zeit nehmen oder auch als das, was Wachstum braucht, geht es im Moment darum, Konflikte zu lösen, die wir haben mit Partnern, mit der Arbeit, mit dem Geld. Und vielleicht haben wir hier so dieses Gefühl, ja, wir machen halt einfach weiter und wir bewegen uns nach vorne, aber es macht hier jeder, die Paare gucken in eine verschiedene Richtung, vielleicht auch viel für sich selbst oder viel, wo man so rumwurschtelt, ne? Wo Dinge nicht ausgesprochen werden, wo jeder in eine andere Richtung marschiert. Wenn du keinen Partner hast, dann kann es hier sein, dass du hier tatsächlich so durchmarschierst auf deiner Lebensreise, nicht auf dein Unterbewusstsein hörst und die Reise gar nicht genießt. Ne? Da liegen viele Gedanken, da sind Konflikte mit der Arbeit, mit dem Geld, mit dem Leben, mit dem Partner. Und
man versucht für sich einzustehen und durchzukommen und so und seinen Plan abzuarbeiten, aber im Prinzip ist es so, dass man hier tatsächlich die Reise als wie nennt man das, an sich vergisst. Ne? Also man rast so durch, man arbeitet den Alltag ab, aber man kommt nicht an das Genießen dieser Lebensreise hin. Man hat vielleicht die Natur nicht mehr im Blick, man hat gar nichts im Blick, man fokussiert sich nur nach vorne, um durch und weiter zu kommen. Und hier geht es darum, sich gemeinsam zu fokussieren, an einem Strang mit den anderen zu ziehen, das Unterbewusstsein nicht zu ignorieren. Man braucht auch nicht alles wissen, dass man hier denkt, jetzt fehlt mir noch dies, das, jenes, da muss ich noch Info einholen. Das ist alles sehr zerstreuend. Hier geht es darum, die Reise zu genießen und den Fokus auch auf die Reise zu legen. Hier sieht man an sich, dass das dein Lebensplan, nennen wir es so, deine schicksalshaften Einflüsse, die gehören zu deiner Reise dazu und die bringen dich auch immer weiter, aber vergesse nicht das Leben. Klar, im Moment, wenn wir uns diese Legung so angucken, habe ich schon auch das Gefühl, dass viele, inklusive mir, ich nehme mich da null raus, oftmals auf der Durchreise sind. Ne? Man fährt von einem Tag zum anderen, man guckt sich nicht genau um, man sieht die schönen Dinge des Lebens nicht, man hat einen Konflikt mit dem Leben, mit der Vitalität, mit dem Beruf, mit den anderen Leuten, mit dem Geld, aber das ist eigentlich weit weg von dem, was ich für mich als Leben definiere. Es dreht sich alles um Beruf, Geld, Partnerschaft. Man versucht sich in eine Richtung zu bewegen, aber das seelische Fundament oder auch die Themen, wo die Seele ihr Gleichgewicht braucht, ihre Ruhe, ihre Auszeiten, ihre Genesung, die sind hier nicht richtig da. Ne? Man hat vielleicht hier auch das Ding, wenn man sich nicht weiter fortbewegt, dann, wenn man nicht immer was tut, dann kriegt man auch nichts. Und mit der Goldrute kriegen wir hier gesagt, erwarte das Beste, wähle den Weg des Herzens. Ne? Hier wirst du zu einem Schatz, zu deinem Schatz geführt. Und die Goldrute weist auch zum Goldfluss hin. Bei der Goldrute geht es hier auch ein bisschen so um die Wünschelrute. Ne? Es geht darum, verborgene Schätze angezeigt zu kriegen. Oder auch Verlorenes wiederzufinden. Und ich glaube, darauf könnten wir uns hier im Leben ganz gut fokussieren. Wir schauen mal, was die Antworten der Engel uns hier noch mitgeben. Ja, die Kompromisse machen mit den Anforderungen und der Auszeit. Nicht nur seine Sachen durchsetzen wollen. Und auch immer zu sehen, dass die Zeit stimmt. Ne? Manchmal ist Zeit, um auszuruhen, manchmal ist Zeit, um zu arbeiten. Und manchmal ist auch Zeit, das Geschätzte, das Erarbeitet zu ehren. Und ich glaube, um das geht es an sich. Man wird hier auch eine Möglichkeit finden, mit der man zufrieden ist. Ne? Also eine Sache, die ja eine Win-Win-Situation mitbringt, würde ich es jetzt mal nennen. Fruchtbarkeit ist hier wichtig und Liebe. Also lass deiner Liebe oder gib deiner Liebe die Fruchtbarkeit, die sie braucht. Wir haben zweimal das Element Wasser dabei. Es geht auch um Emotionen. Nenn es so, mach die Dinge mit Liebe, dann kriegst du ja auch Fruchtbarkeit für dein Leben raus.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.